There's nothing we could have done for them. We're all grateful, boss. It's your fault! They're dead because of you! What? He's right. I killed him with my own hands. They were on your side! I'm on your side! And you turned them all to ashes! They wanted you to shoot. It was that or be burned alive. Come on. Let's get this over with. Wait. I won't scatter your sorrow to the heartless sea. I will always be with you. Plant your roots in me. You're all diamonds. We're not burying them at sea. What then? We'll make diamonds from their ashes. Take them into battle with us. A shining light to our brothers in arms, even in death. We are diamond dogs. Mission list updated. I don't know how you do it. All I could do was obsess over revenge, doubting my comrades along the way. But even after all we've accomplished, the phantom pain never let up. If anything, it just got worse. But you understood that from the start, didn't you? From the moment you opened your eyes in that hospital, you knew it wouldn't go away. That you've been fighting the pain and confronting your phantoms the whole time. Knowing full well the battle would never end, not till the day you die. I respect that now, more than ever. It's an honor and a privilege, Big Boss. Gleichfalls. Major Miller. So Leute, hier ist wieder Dragliners mit Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ich wusste nicht, wie viel da noch kommen konnte. Also habe ich den Cut einfach da gesetzt, wo ich ihn gesetzt habe. Ihr habt es ja gesehen.
Und jetzt haben wir also wirklich einen unserer Kameraden an unserer Seite. In Form eines leuchtenden Diamanten an der Schulter. Als ich zu dieser Mission ging, habe ich nicht das erwartet, dass ich reinging. Natürlich. Hat seine Klappe zu weit aufgerissen und jetzt gibt es noch eine Befragung? Warte. Sorry. Also, ganz egal, wie sehr ich ihn verachte für das, was er gesagt hat. Wieso haben wir ihn nochmal befragt? Was war unser Grund? Ging es um Strangelove? Jedes Mal, wenn wir ihn befragt haben, hat er wieder eine weitere Lüge platzen lassen. Also vielleicht ging es darum, aber ansonsten sehe ich jetzt keinen direkten Grund. Er hat sich durch nichts verdächtig gemacht, nicht diesmal. Gründe für die Förderung? Meint ihr, er hat das Atom... Nein, warte. Well, Doctor, I have the report on the incident at the quarantine facility. Assuming the vocal cord parasite underwent a mutation. The only plausible explanations are exposure to some high-concentration mutagen, or radiation. As you know, some of the staff at the quarantine facility were infected with the parasites. The Wolbachia prevented them from copulating, but the parasites themselves can't be removed from their host's vocal cords. Once you're infected with Skullface's parting gift, you're stuck with it. The researchers regularly used X-ray equipment to monitor the parasites in their throats. No problem there, they kept a close eye on the radiation doses. But that equipment didn't just give off X-rays. It was also emitting beta rays. Even though that's unnecessary for the scans. See, beta rays have far worse effects on DNA than X-rays. Meaning the only logical conclusion is that someone added in a beta ray emitter to trigger a mutation. Those beta rays leaked out from inside the equipment. Because the emitter was retrofitted, the shielding was inadequate. And the person who ordered and inspected the equipment was you, Doctor. That makes you the only person with the opportunity to install that emitter. So now you're saying I sabotaged medical equipment for some wild plan to make the vocal cord parasite kill everyone? Or maybe you thought it'd reveal a way to treat the parasite without using the Wolbachia. With that much to barter, I suppose some people would welcome even a pathetic cur like you. Just stop it! You'd have no shortage of buyers, but most would be happy with just the parasite. You wouldn't need to offer anything else. However, if that buyer already knew about the parasite, they'd also know that by itself, it's no longer the ultimate bargaining chip it once was. To sell to that buyer, you need to throw in a bonus. A way to one-up it. There's only one buyer who'd be after that. Emmerich, we record all communications on Mother Base. That includes radio transmissions to and from homemade devices. You've been in frequent contact with people in America. A private biotech company. A client of which is DARPA. And they are connected to Cypher. You made a deal with Cypher. You offered them a new parasite in exchange for your safety. This is the only place in the world where the vocal cord parasite still exists. And you used it as a testing ground. Tried to resurrect their bioweapon. But your plan to obtain the parasite has failed. Your bullshit ends now. And don't think you're leaving here alive. Ich kann nichts dagegen sagen. Klar, wir springen schon ein wenig sehr. Also, eigentlich haben wir dann trotzdem nicht mehr als einen Verdacht, oder?
Aber ganz ehrlich, ich traue ihm inzwischen alles zu. Wenn nicht er, dann war es Eli. Eli hätte auch die Chance gehabt. Aber ganz ehrlich, Eli hat nicht das chemische Verständnis dazu. Dr. Emmerich? You're fucked. Da kann man nichts anderes mehr sagen. Er hat so oft gelogen und alles. Es fällt schwer, ihn nicht als den Hauptverdächtigen zu sehen. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass es Quiet in irgendeiner Sache war. Aber ganz ehrlich, sie könnte Englisch sprechen und dann wär's das. Sie bräuchte diesen ganzen Mist nicht. Also... es tut mir leid. Ocelot? Das glaube ich nicht. Nach allem verehrt der Big Boss immer noch. Selbst wenn er in irgendeiner Art ein Spion ist, er wird ihn niemals dem Tod aussetzen. Das merkt man daran, dass er im Laufe der Metal Gear Serie sein eigenes Leben wegwirft, um Big Boss Erbe weiterzuführen. Seine Persönlichkeit aufgibt. Die von Liquid adaptiert. Nur um dafür zu sorgen, dass Zero endlich gestoppt wird. Please select a mission. Emmerich. Es muss Emmerich sein. Kennt ihr noch jemanden? Unit dispatched. Ich werde die Antwort höchstwahrscheinlich schon kennen. Denn ich werde heute und morgen noch weiter aufnehmen. Unit dispatched. Machen wir was. Machen wir was Handfestes. Irgendwas. Agentenrettung. Ich spare mir die Agentenrettung noch auf, weil das ist irgendwie eine... Es ist zwischen zwei Hauptmissionen, ne? Der Materialcontainer hat die Story auch vorangetrieben. Ich glaube, die Mission muss ich machen. Okay, dann, Panzerfahrzeugeinheit, Unglückshund. Whatever will I do? Please select a landing zone. Ist das ein Heading Vogel to oder so? Central Ich glaube, das ist Africa. ein Vogel. Werten wir alles auf, was wir haben und dann nichts wie los. Deploying. Ich habe gerade geguckt, ich habe jetzt einen Aufnahmemarathon von knapp 6 Stunden hinter mir und wir sind jetzt schon im 11. Part, den ich insgesamt aufnehme. Also 6,5 Stunden eher gesagt. Also ja, meine Aufnahmesession endet nach diesem Part. Deswegen ich jetzt nicht noch in der Hauptmission schlittern will. Und ich würde sagen, deswegen halten wir uns erstmal von möglichen Events fern. Ich werde, wenn ich hier fertig bin, vielleicht noch ein Foto bei Pass abgeben. Oder habe ich? Nein, ich glaube, ich habe... Nein, mir fehlt noch ein Foto. Wir werden sehen, wie lange ich insgesamt für etwas brauche und was hier noch kommt. Aber ganz ehrlich, wir müssen allmählich was wegen Emmerich unternehmen. Ich habe keine Ahnung, wo ein Vogel sein sollte. Wenn es ein Vogel ist, ich habe nie was von einem Ibis gehört. Ich kenne Iblis aus Sonic 06. Nicht unbedingt etwas, woran ich gerne denke. Zumal ich Sonic im Generell nicht mag. Ich glaube, die könnte mir schon helfen. Daran hätte ich denken sollen. Der kann Tiere und so auch spüren. Auch bei den Schakalen wäre es hilfreich gewesen.
Ups. Ich will nur hoch. Immer weiter. Es kann sein, dass ich jederzeit den Gegner reinstoße. Quiet. Hier ist nichts in der Nähe. Wirklich null. Wäre es eine Hauptmission, da würde ich jetzt einen Skull-Hinterhalt erwarten. Was auch immer mit den Skulls... Detected. The map has been updated. Was auch immer mit den Skulls passiert ist. Wenn Skullfaces tot sind, die wahrscheinlich einfach in den nächsten See gesprungen und gestorben oder so. Oh! Und das ging reichlich schnell. Oh, schön. Clouds approved. Tut mir leid für den Sturz. Side ops list updated. Extraction arrived at Mother Base. Hier ist nichts in der Enemy Umgebung. presence detected. The map has been development project has been added. Hand of Jehuti? Hi, Zone of Enders. Okay. Okay. Die Hand of Jehuti habe ich schon mal in einer FOB-Gameplay-Sache gesehen. Es ist ein schöner Arm. Wenn ihr denkt, dass das hier schon skurril ist, dann werdet ihr überrascht sein, was die Hand of Jehuti euch zu bieten hat. Ja, sie ist wieder jeder Technik. Wirklich. Absolut wieder jeder Technik. Ich habe gerade eben was anderes gesagt. War ein Versehen. Ich wollte wieder jeder Technik sagen. Ups. Tja, quiet. Ich schätze mal, wir sind hier fertig. Ich habe dich eigentlich nur mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht kommen da noch Gegner. Aber naja. Please support helicopter requested. Was kann sein, dass ich durch eine Nebenmission jetzt wieder ein Event auslöse, wie es letztens war. Eat it! Achso, der ist ja gar nicht tödlich. Ich dachte, der explodiert, weil raketenarm. Oh Mann. Echt interessant, dass die selbst außerhalb meiner Kontrolle immer noch weiterfliegt. Das nenne ich Technik. Bye bye. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Jetzt kommt gleich bestimmt der Obstruction-Spruch. This is B-Quad. On station at LZ. Los, raus hier. Gaining altitude. Nur so, wenn jetzt ein großes Event anfängt, dann werde ich den Part sehr kurz halten, aber dann kommen beide an einem Tag, wie ich es schon mal gemacht habe. Na, ich bin mir unsicher, weil dieses Endgame irgendwie sehr unvorhersehbar ist bis jetzt. Departing. Okay, dann würde ich sagen, runden wir den Part noch mit Kassetten ab. Einfach nur, damit ich sicher gehen kann, dass ich nichts aus Versehen auslöse. Wie gesagt, letzter Part der Aufnahmesession. Was habe ich da an Musik? Natürlich die Metal Gear Peace Walker Main Theme.
Ich nehme die jetzt als nein, Helikopter-Theme. Die Afrika heute werden wir uns auch noch anhören. Nur nicht direkt jetzt. Was im Labor geschah. Sehr, thematisch. Ach so, wegen dem Verhör, wo er die Brille geschmolzen hat. After exposure to the blood of a symptomatic colleague, I found myself making my way up the stairs to this room. And I am not alone. Everyone who's infected, we've all come up here wanting to get outside. I know full well I mustn't leave, given the possibility I'm infected. Yet, I can't contain this urge I feel inside me, like the alcoholic who tries to make any excuse for one more drink. Every step I took up those stairs filled me with this sense of bliss. I still have all my wits about me. It took no time at all to rewire the electronic lock and open the emergency exit. Then, just as I was about to set foot outside, I finally realized what was going on. This desire for freedom is not my own, but that of the vocal cord parasites inside me. They want the ravens to feed on us, pecking us to death. Attracted by these sweet secretions, they have mutated to facilitate this. The sweet smell is powerful enough to attract even a species with such a weak nose. So, before the parasites take complete control, I must. Most of the staff in here are already infected. At least, everyone I've looked at is. Infection with this parasite causes a high fever in the pharynx. I have modified a pair of night vision goggles to react only to this temperature range. With these goggles, you can identify who is infected. Other infected will, like me, feel compelled to make it outside. If the ravens get their meal, they'll head for land next. That cannot be allowed to happen. Was für ein Glück wir hatten, dass der eine noch bei Sinnen geblieben ist. Weil er der Erste oben war. Nicht auszumalen. Nicht auszumalen, wenn das so schief gegangen wäre. Wir hören uns beide noch an. The whole idea of the vocal cord parasites was that they'd only copulate once exposed to a specific language over time. But the parasites infecting our men in the laboratory laid their eggs straight away. The larvae were eating their lung tissue almost immediately. What kind of mutation was it? Those who were infected and cured still carried the vocal cord parasites in their throats. They were still there, but the males had been rendered female by the Wolbachia, and copulation could not occur. So we thought, but it is the Wolbachia that mutated. Not the parasites? You remember I told you the Wolbachia attempts to maximize its number of female infected hosts? Yes, hence the male-to-female transformation. Precisely. But other Wolbachia strains use different methods. Cytoplasmic incompatibility, killing the males, and parthenogenesis. Parthenogenesis? Aphids? Aphids use that to reproduce via females only. Very good. The females lay their eggs without a male present, creating clones of themselves in explosive numbers.
Parthenogenesis was originally a means for an organism to take maximum advantage of abundant resources by increasing its numbers. Certain strains of Wolbachia forced this to occur, to create more and more infected females. And that's why our men develop symptoms in the blink of an eye. Wolbachia, causing parthenogenesis, is common in parasitic wasps. Of course, the Wolbachia I introduced to you men did not have this characteristic, but I believe the mutation, whatever it was, caused it to force parthenogenesis in its host, the vocal cord parasites. The Wolbachia we used to prevent egg laying became the agent of limitless reproduction. There's something else. The symptomatic infected in the laboratory all wanted to get outside, even knowing there was napalm waiting for them out there. You said the parasites made them act that way, but parasites controlling humans. Is it possible? Natürlich. Parasites altering the host's behavior is a common occurrence in the world of nature. Long ago, the vocal cord parasites had this ability, but even I never foresaw they might control humans. Until I heard the things your man said. You mean the researcher on the top floor? The bit about, I'm not a snail. Yes. Among parasitic worms, there is a genus called Leucochloridium that uses snails as intermediary hosts. As you know, snails prefer dark, gloomy environments. But once parasitized by Leucochloridium, they desire to be in the light. And that is not all. The parasitic worms thrust themselves into the snail's antennae, making them swell to abnormal size. The snail, meanwhile, frantically wiggles his antennae as the parasites squirm inside. The swollen, wriggling antennae soon resemble caterpillars. I don't get it. It is so they can be eaten by birds. Leucochloridium needs a bird as its definitive host. To breed, they require their snail host to be snapped up by a predator. So they make the humble snail appear to be a delicious caterpillar and lead it to somewhere in open sight. So you mean the staff trying to get outside was so the birds could pick at them. The parasites altered their mental state, making them crave higher places and to be outdoors. I can only surmise that both the Wolbachia and the parasites mutated before the ancestors of the vocal cord parasites infected humans. Their hosts were birds. What we saw in the laboratory was some throwback to that time. The parasites attempting to make birds their intermediary hosts. It sounds insane. A praying mantis that is host to a parasitic hairworm will dive into water and drown itself, just so the hairworm can lay its eggs in water. Rats infected with Toxoplasma gondii lose their instinctive caution and run right up to cats. Just some of the many ways parasites control the host. But we're humans. Surely our minds are too complex for that. I thought just the same. Free will is what makes us human, so it never occurred to me that the parasites could be controlling the symptomatic. But the mood, the will of a person can be easily affected by the balance of their cerebral substances. Take the toxoplasma I mentioned. It does infect humans, and it is thought the infected develop a more reckless attitude. But to think that mutations occurred in both the Wolbachia and its parasite hosts. Your observation is most apt. Both mutations occurring at once indicates the presence of a powerful mutagen. I see. Keep working on narrowing down what it was. Nun gut, dann würde ich sagen,
machen wir dem Ganzen ein Ende. Ich will nur noch eine Sache angucken und noch ein bisschen Management betreiben. Ich bin in Gedanken eigentlich immer noch bei der letzten Hauptmission. Quiet. Development project, please. Specify a project. Die Hand of Jehuti. Meinetwegen. Und das aktive Sonar. Beides. Hand-Upgrades sind gut. Vor allen Dingen, weil sie spezielle Statuswerte erhöhen, wie zum Beispiel Sprinten und so weiter. Also, gehen wir ins Personal. Und gucken uns an. Sie sind alle hier. Alle, die ich erschossen habe im letzten Part. Doom Dragon. Viele davon waren eigentlich sogar sehr gut. Wenn ich Metal Gear komplett spiele. Tod durch Selbstmord. Wenn ich Metal Gear komplett spiele, werde ich auch einige Nebenmissionen mit Charakteren absolvieren, die nicht Big Boss sind, was man ja machen kann. Und ich werde einfach nur beten, dass keiner der Charaktere, die ich hier in dieser Mission 43 dann erschießen muss, in Metal Gear komplett einer von denen ist. Ich habe mir generell schon was ausgedacht. Was ich allerdings nicht spoilen will. Es wird einen besonderen Charakter neben Big Boss geben. Und ich meine nicht, wer auch immer Big Boss ist. Denn das kann ich logischerweise noch nicht wirklich planen. Auch wenn ich den Medic im Verdacht habe von Ground Zeroes. Das ist aber weniger als bewiesen. Sondern wirklich bloß vermutet bis jetzt. Mensch, du bist ziemlich unruhig. Naja, ich wollte nur gucken, ob die alle angezeigt wurden. Der Tote durch Infektion ist zum Beispiel schon nicht mehr dabei. Also es ist ein bisschen unaktuell, was das angeht. Oder zu aktuell und hat das andere Unaktuelle rausgenommen. So rum eher. Also dann beende ich den Part. Bedanke mich fürs Zusehen. Bitte um Kommentare. Dragland ist soweit over and out. Ich möchte mich nebenbei nochmal entschuldigen, wenn der letzte Part vielleicht ein bisschen langweilig war, weil ich mit dem Erschießen so lange gebraucht habe. Aber die folgenden Worte dazu. Das hätte ich vielleicht da vor dem Part sagen sollen. Ich habe einfach mal ignoriert, dass ich das als Let's Play-Aufnahme aufnehme und das getan, was ich tue, wenn ich nicht als Let's Play aufnehme. Und das ist, mich voll und ganz in den Charakter zu versetzen, den ich spiele. Und die Entscheidungen, die er schwerfällig treffen soll, ebenfalls schwerfällig zu treffen und ebenso zu trauern, wenn es darum, also, wie soll man sagen, Immersion, mich hineinzuversetzen und quasi das rüberbringen, was durch seinen Kopf hier gehen sollte. Was sollte man normalerweise in einem Let's Play nicht tun, weil das recht schnell langweilig oder einfach nur unglaubwürdig wirkt oder so. Aber ich muss sagen, es hat mir wirklich leid getan. Und ich hatte teilweise echt Gänsehaut. Ich mochte die Atmosphäre. Das nochmal als Nachwort dazu. In dem Fall danke fürs Zusehen. Wie gesagt, Dragland ist overdauert. Und danke fürs Ertragen. Tschüss.